Um deine Seitenhaare mit einem Fade selber zu schneiden, benötigst du eine Haarschneidemaschine, einen zweiten Spiegel, einen feinzinkenden Kamm und mehrere Haarklipse. Deine Haare sollten vorher frisch gewaschen sein. Teile deine Haare vom Oberkopf ca. 4 cm über der Augenbraue ab und klippe es einmal rundherum oben am Kopf fest. Arbeite sauber, um sicherzugehen, dass du nur deine Seitenhaare triffst und nicht deine Haare vom Oberkopf abschneidest. Nimm deine Haarschneidemaschine und beginne mit dem größten Aufsatz, den du benutzen möchtest. Wir arbeiten uns von groß nach klein vor. Alex' Haare sind an der längsten Stelle 9 mm lang, deshalb beginnt er mit diesem Aufsatz. Fange am Hinterkopf an und bewege die Maschine immer von unten nach oben. Sollen deine Haare kürzer werden, ist das kein Problem, dann nimmst du einfach einen kürzeren Aufsatz. Alex wechselt nun von 9 mm auf 6 mm und schneidet damit die Haare am Hinterkopf und an den Seiten. Um den Übergang von 9 auf 6 mm zu versäubern, nimmt Alex einen Kamm zur Hilfe. Der Kammrücken liegt am Kopf an und die Maschine fährt oben über die Zinken. Im Weiteren wechselt Alex die Aufsätze und Einstellungen der Haarschneidemaschine in kleinen Schritten, von 4,5 auf 4 mm, auf 3, 2 bis auf 1,4 mm. Die kleinste Stufe ist hierbei 0,8 mm, wobei Alex diese Einstellung nur zum Ausrasieren des Nackens benutzt. Mit einer kleinen Maschine kannst du im letzten Step deine Konturen versäubern oder mit Hilfe eines Rasierers. Entferne die Clips aus deinem Haar und prüfe, ob die Längen überall passen und die Übergänge gelungen sind. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten eigenen Haarschnitt kreiert.